Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht es weiter mit der FiveM-Reihe, beziehungsweise gucken wir uns heute das neueste ESX Legacy Framework an. Und für alle Neuen zeige ich euch natürlich nochmal, wie ihr günstig einen Server mietet und wie ihr das Ganze einrichtet. Von A bis Z werden wir das Ganze durchgehen, auch wie wir uns dann später dann Adminrechte geben und so weiter und so fort. Ja, wir starten einfach, werden wir jetzt einfach unten in die Videobeschreibung gehen. Hier habe ich euch den TX-Admin-Server schon verlinkt und hier habt ihr noch einen Rabattcode für die Leute, die ganz neu so dabei sind. Könnt ihr euch den schon mal kopieren und dann gehen wir hier auf den Link und öffnen den Link einfach und hier habe ich euch das schon mal vorinstalliert beziehungsweise voreingestellt, dass ihr auch den richtigen Server mietet. Ja, hier haben wir den TX-Admin-Server und hier haben wir eine kleine Übersicht, was wir dann alles schon drin haben. Ich habe das Ganze gerade schon ein wenig vorgemacht, beziehungsweise, ja, gut. Ja, hier weiter unten können wir nochmal komplett sehen, wo der Standort dann ist. Wenn ihr jetzt in London wohnt, dann wählt ihr hier London aus. Ne, sollte klar sein. Gut, hier weiter unten können wir dann die Slots für den Game Server uns auswählen. Je mehr Slots, desto teurer wird es natürlich auch. Da müsst ihr euch wirklich sicher sein, ob ihr jetzt einen guten Server haben wollt, dann müsst ihr natürlich ein wenig mehr aufwerten. Und wenn ihr jetzt nur zum Test haben wollt, müsst ihr natürlich ein bisschen, ja, könnt ihr euch das halt so einstellen, wie ihr es halt haben wollt. Ja, hier ist nur wichtig, wir können halt bis Maximum 48 Slots wählen. Wenn wir jetzt mehr haben wollen, dann bekommen wir diese Meldung hier, dass wir ein FiveM, ja, wir brauchen eine Kanalmitgliedschaft, um mehr Slots zu nutzen zu können. Ja, das heißt, wenn wir jetzt hier einmal drauf gehen, kommen wir auch direkt zur FiveM-Seite, ja, und hier müsst ihr euch das halt ist ab 15 €. Somit könnt ihr hier bis zu 64 Slots verwenden. Ja. Und natürlich müssen wir auf Keymaster uns einen Schlüssel erstellen, ja, so einen Key erstellen für die Server CFG. Und dann können wir auch diesen Key verwenden. Wenn wir dann das hier gebucht haben, wird das ungefähr 24 Stunden dauern, bis das Ganze dann übernommen wird und dann können wir auch 64 Slots verwenden. Und hier geht es natürlich dann noch weiter. Hier können wir dann 128, ja, und so weiter und so fort. Und hier ist das Maximum. Ja. Gut. Ja, wir gehen auf wir haben verstanden und machen das Ganze dann wieder zurück, je nachdem, ne? Von 10 bis 48 könnt ihr auswählen und müsst keine Mitgliedschaft bei FiveM kaufen oder mieten, eher gesagt. Ja. Gut. Ja, hier haben wir nochmal so die Möglichkeit RAM zu buchen. So bei euch würde das dann so aussehen. Und hier wird empfohlen, natürlich 1 GB mindestens dazu zu buchen. Könnt ihr machen. Und wenn ihr mehr haben wollt, könnt ihr das hier auch machen. Natürlich ist auch wieder hier so, das Ganze wird dann auch teurer, logischerweise. Gut, wir machen das mit kein extra, ja, obwohl doch, wir machen ein RAM. Nehmen wir als Test, ich nehme den halt nur für 7 Tage, weil ich das Ganze jetzt nur hier zeige und danach brauche ich den gar nicht mehr. Deswegen gehen wir jetzt weiter. So, hier haben wir jetzt eine neue Funktion und zwar können wir neuen Speicherplatz so dazu buchen. Das heißt, bis zu 200 GB können wir hier dazu buchen. Kostet natürlich auch nochmal extra. Und hier unten haben wir nochmal, können wir hier das Ganze auf Prepaid oder Vertrag. Ja. Und hier habe ich das Ganze für 7 Tage so gemacht. Und wenn ihr jetzt so sagt, ihr wollt gleich durchstarten, dann könnt ihr dann hier auch Rabatte mit einbinden. Ja, und wenn ihr sagt, so ja, ich will den für 1 Jahr haben, dann kriegt ihr auf das ganze Jahr dann 10%. Ja, zahlt dann weniger.
Und ja, sonst nehmt ihr halt, standardgemäß ist halt 1 Monat. Und dann könnt ihr hier noch entscheiden, ob ihr Prepaid oder Vertrag nehmen wollt. Ja. So, als nächstes haben wir noch den CPU. Den können wir halt auch nochmal aufwerten, damit alles schneller läuft. Könnt ihr hier auf Premium gehen. Da zahlt ihr natürlich auch ein wenig mehr. Und hier können wir sagen, ob wir eine eigene IP-Adresse haben wollen oder nicht. Und ja, hier ist nur noch die Zahlungsmöglichkeit. Hier können wir natürlich mit PayPal oder Basic Cards, ja, oder mit Zapcoins bezahlen. Ich bezahle hier mit Zapcoins, da ja, das Ganze jetzt hier einfach bestätigen. Und ja, no. Und hier könnt ihr nochmal den Gutscheincode einlösen, ja, den wir ja vorhin kopiert haben. Einlösen. Bei mir, glaube ich, funktioniert es nicht mehr, weil ich den schon einmal eingelöst habe. Deswegen für die Neuen, die noch nie diesen Code eingelöst haben, ist das auf jeden Fall, könnt ihr 20% halt sparen. So, gut. Ich würde sagen, kostenpflichtig bestellen. Und dann sieht das Ganze dann auch so aus. Und zwar wird der Server jetzt komplett eingerichtet. Wir warten einfach hier die Sekunden noch ab. Im Normalfall sind das 60 Sekunden. Und hier haben wir nochmal einen 50%igen Rabattcode. Den könnt ihr weiterverwenden oder einfach verschenken, je nachdem. Und so, der läuft aber dann auch in einen ganzen Tag dann ab. Ja. Oder ihr postet den auf dem Discord-Server, so bei uns unter Gutschein. So, warten wir noch kurz ab. So, und jetzt ist der auch schon fertig. Ne? Und dann gehen wir nur noch hier auf, zum Produkt. Und dann werden wir da weitergeleitet. Und ja, wir sind in unserem Server jetzt nun auch komplett drin. Das heißt, hier können wir die Zeit nochmal sehen, wie lange der noch läuft. Ja, hier können wir verlängern oder noch einmal upgraden oder downgraden. Ja, so das heißt, wenn wir noch Einstellungen, also mehr RAM haben wollen, können wir das halt zusätzlich im Nachhinein immer noch ändern oder weniger. Ja. Gut, ja, hier haben wir auf jeden Fall jetzt unseren TX-Admin-Server und alles weitere. So, das Wichtigste ist halt, hier habt ihr den FTP-Browser, das heißt, hier sind die Zugangsdaten. Hiermit connecten wir uns dann später auch. Und hier haben wir die Datenbank. Die brauchen wir dann auch später. Ne? Hier habt ihr die ganzen Daten von der Datenbank. Und ja, für uns ist erstmal nur wichtig, dass wir den TX-Admin-Server komplett einrichten. So, das heißt, wir gehen hier auf den Link und kopieren uns hier die Daten einmal raus, loggen uns hier einfach mit den Daten wieder ein. Zack und Login. Passwort nicht speichern. So, hier können wir dann auf Next gehen. Hier könnt ihr euch einen Namen geben. Das heißt RP-Server oder so. Und jetzt ist ganz wichtig, wir gehen hier drauf. Und hier haben wir die Möglichkeit jetzt ESX Legacies zu verwenden. Dann gehen wir auf Save und dann gehen wir auf Start. Und hier gehen wir dann auch auf Next. Und hier haben wir den Standard-Lizenz-Key von Zep-Hosting für diesen Server. Da könnt ihr dann euren eintragen, wenn ihr einen gemacht habt. Da geht ihr hier auf Keymaster. Ja, erstellt euch ein. Und genau, ansonsten Next.
So, und jetzt gehen wir hier auch auf Next. Jetzt haben wir nochmal eine Übersicht, können noch alles Mögliche hier anpassen. Hier können wir nochmal den RP-Namen ändern. So wie hier muss der halt komplett gleich heißen. Ja, da machen wir jetzt einfach nur RP-Server. Ja, so. Hier könnt ihr nochmal eine Beschreibung ändern. Ja, da könnt ihr hinschreiben, was ihr wollt. Und hier haben wir nochmal so den String, so der Datenbank, so die ist auch komplett schon so im Vorhinein alles komplett drin, eingestellt. Ja, da müssen wir jetzt noch nichts ändern. Und ja, wenn uns das so gefällt, dann können wir das Ganze hier saven und starten. Hier müssen wir jetzt warten, bis die 4 Steps vollendet sind. Ja, hier fängt das halt an. Und hiermit wird auch der Chat komplett installiert. Ja, weil ich höre immer wieder, ja, so der Chat funktioniert nicht, etc. pp. Und gleich komplett unten werden wir dann auch gleich sehen, was der Chat auch gestartet wurde. Jetzt zum Beispiel hier. Ja. Und das wird alles vom TX-Admin halt komplett installiert. So, das heißt, es hat nichts mit Server-Packs oder sonstiges zu tun, dass der Chat nicht funktioniert. Es liegt daran, dass die meisten nicht warten können, bis das Ganze hier komplett voll eingerichtet ist. So, jetzt können wir nochmal auf Restart klicken. Ja, und so sieht das dann Standard so gemäß aus. Ja. So, als nächstes gehen wir hier in die Option und zwar gehen wir hier auf Settings. Dann können wir hier noch mal unseren Namen ändern oder anpassen. Hier auf Deutsch stellen, Save. Dann gucken wir hier einmal alles nach. Hier könnt ihr so das Ganze auch updaten, wenn ihr es wollt. Wenn nicht, dann nicht. Genau. Hier haben wir nochmal die Restart-Zeiten. Ja, da könnt ihr halt ja, euch sagen, so, er soll 2-mal am Tag neu starten oder 4-mal oder 8-mal oder 100-mal, je nachdem halt. Ne? So, das ist auch normal. Genau, hier müssen wir auch nichts mehr einstellen. Gut, hier können wir aber noch einstellen, hier. Und zwar, welche Leute dann auf den Server connecten wollen oder können. Hier können wir das Ganze mit einer Rolle machen. Dafür müssen wir aber dann einen Pod installieren bzw. einen einrichten. Das zeige ich euch dann später nochmal im Video, also in einem extra Video. Und ja, hier könnt ihr auch so entscheiden, dass nur die Admins joinen können. Und hier halt nur, wenn ihr eine Whitelist, also wenn so ein Benutzer komplett reingeht, dann kriegt er einen Key und diesen Key muss er dann kopieren und euch geben. Und ihr könnt dann bei Whitelist, ja, wir können das Ganze mal einfach aktivieren. So, Save. Und hier bei Whitelist können wir das dann gleich sehen. So, als nächstes wollen wir uns natürlich noch Admin-Rechte geben und zwar nur für den Server erstmal. Und zwar da gehen wir wieder zurück ins Webinterface von Zap-Hosting und gehen dann hier unten einmal in die Datenbank, beziehungsweise müssen wir jetzt einmal den Server connecten, damit wir überhaupt was haben. Aber wir gehen schon mal in die Datenbank. Ja, da können wir uns das hier einfach wieder kopieren. Ja, und gehen dann hier auf diesen Strich. Zack. Und hier aufs Auge, hier ist nochmal das Passwort. Und da tragen wir das dann auch hier einfach ein und sind dann auch in der Datenbank komplett drin. Hier sehen wir auch schon, ist komplett eingerichtet. Und ja, wir werden dann hier gelistet. Ja. Und ich würde sagen, wir connecten jetzt erstmal drauf. So.
So, dann gehen wir auf F8 und schreiben hier Connect und dann können wir die IP-Adresse einmal eintragen. Jetzt steht hier, wir müssen das Ganze einmal neu starten. Und das startet sich jetzt auch automatisch halt gleich neu. Ja, hat es schon. So. Und hier kriegen wir jetzt, weil wir es umgestellt haben, einen Code. Und wenn ein User kann den jetzt hier kopieren, dann können wir das Ganze jetzt im Webinterface auch sehen. Das heißt, wir gehen hier drauf, wir gehen jetzt hier auf Whitelist und hier sehen wir den User mit dem Code, ja. Und den können wir halt entweder ablehnen oder annehmen. Wir nehmen uns natürlich jetzt komplett an, dann sind wir auch hier drin. Ja, und den können wir auch wieder rausschmeißen zur Not, wenn er Scheiße baut. So, und nun können wir einfach wieder join. Das heißt wieder connect. Und somit kommen wir jetzt auf unseren Server. So, wenn wir dann angekommen sind, sieht das Ganze wie folgt aus. Hier, ja, haben wir ein Register halt. Und da können wir uns jetzt einen Namen geben. So, hier, ja, nehme ich ja immer. So, wir sind 2 Meter groß. So, und da sind wir auch schon drin. Ja, hier können wir jetzt uns einen Char noch machen, also ob wir eine Frau sind, ein Mann, je nachdem. Wir drücken jetzt in diesem Fall Enter einfach nur. Und somit sind wir jetzt auch schon auf unserem neuesten Server drauf, also auf unserem eigenen Server. Ja, können jetzt hier, beziehungsweise wollen wir uns jetzt erstmal Admin machen. Jetzt haben wir uns registriert, so das heißt, wir sind in der Datenbank auch komplett hinterlegt. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal hier auf Aktualisieren gehen, ne, stehen wir auch hier komplett drin, wie viel Kohle wir haben, welche Gruppe wir angehören, Job etc. pp. So, und hier müssen wir jetzt, weil wir uns ja Admin machen wollen, müssen wir uns Admin, ja, schreiben wir rein, mit Enter einfach bestätigen. So, und jetzt müssen wir den Server neu starten. Dazu gehen wir jetzt einmal aus dem Spiel raus. So. Und müssen den Server jetzt einmal in der Live-Konsole neu starten. Das machen wir dann schnell einmal. So, jetzt müssen wir nochmal gucken auf Users nochmal und hier hat das Ganze nicht übernommen und das müssen wir dann nochmal machen. Und den Vorgang wiederholen. Und nun hat es auch funktioniert. So, jetzt können wir neu connecten. Ja, wieder einfach hier so die IP-Adresse nehmen und dann connecten wir neu auf den Server. Beziehungsweise wird er hier auch schon angezeigt. So, und auf Play. So, und nun sollten wir noch kein Admin komplett hier sein, dann müssen wir noch mal auf Chat gehen.
Dann machen wir hier Set Group, ja. Dann so die ID sehen wir oben jetzt auch beim neuen HUD, ja. Da sind wir die 1, ja. Und Group ist dann Admin. So. Und nun, um das Ganze zu testen, ja, können wir das Ganze hier einfach No Clip. Und wenn das funktioniert, haben wir auch komplette Admin-Rechte, ja. Womit können wir jetzt hier hoch, runter, je nachdem. Und zum Beispiel uns Geld geben. Wo wollen wir uns Geld geben? Auf die Hand. Money. Und wie viel? Oh, schon so ordentlich, ne? Zack. Ja, und das Ganze können wir halt für Bank und so weiter und so fort. Also das Ganze könnt ihr auch für Black Money machen. Ja, einfach hier. So. Jetzt, wenn wir das Inventar öffnen, ja, haben wir hier auch das Schwarzgeld hier, ne? Am Start alles. Ja. Genau, so funktioniert das Ganze und ihr seid Admin, ja, und ja, könnt jetzt alles Mögliche machen. Und ja, so sieht der Server dann halt aus. Sieht halt wie früher halt, ja, normal aus, standgemäß halt alles, ne? Und nun könnt ihr euch den Server komplett aufbauen, Sachen komplett entfernen, etc. pp. So, dazu habe ich ja schon sehr, sehr viele Videos gemacht, wie man das Ganze macht. Ja, und ja. Ja, viel beim neuen Framework hat sich jetzt nicht getan, ja. Ja, außer jetzt sichtbar haben wir hier so ein HUD, ja. Wir haben auch, wenn wir uns jetzt noch ein Fahrzeug geben. Haben wir hier nochmal jetzt eine Anschnall, Sound und eine Animation, beziehungsweise einen Ton. Da müssen wir selber gucken dann, wie man sich anschnallt. Und wir haben nochmal ein komplettes HUD, ja. Fahrzeug-HUD unten. Ja. So sieht's aus. Gut. Ja, viel mehr habe ich jetzt noch nicht gesehen, beziehungsweise haben wir eigentlich alles wie beim letzten Mal auch noch. Ja, wenn wir zu einer Bank gehen, müssen wir uns erst einen PIN-Code erstellen bei einer Zentralbank. Genau. Aber gucken wir uns nochmal komplett an jetzt. Ja, hier müssen wir so den Code machen. Wir müssen einmal zur Hauptbank, ja. Und die haben wir ja gleich hier. Und hier können wir uns dann auch gleich den PIN-Code erstellen. Und zwar hier. Sagen wir einfach 1111. Fertig. So. Und nun können wir auch auf die normalen Automaten zugreifen. Ja. Müsst euch natürlich alles noch übersetzen und so, ne? Ja, gut. Gucken wir noch mal beim Waffenladen kurz nach.
hat sich auch nicht viel getan. Ja gut, dann sind wir auch schon durch und ja, ihr habt euren eigenen Server und könnt den jetzt halt je nach Wunsch halt aufbauen, einrichten, gleich schon loslegen mit RP, würde auch funktionieren. Ihr habt ja, PMA Voice installiert, so das heißt ein Tor, also ein Sprachchat, ja, für den Server ist schon drin, ja. Könnt ihr alles in den Optionen von FiveM alles einstellen. Hotkeys könnt ihr halt komplett ja, machen. Hier gehen wir einfach auf Tastenbelegung. Ja. Dann hier unten FiveM und hier haben wir die ganzen Tasten, ja, für alles. Hier zum Beispiel für Motorstart und Lichtstart, ja, ist das die Endtaste. Die können wir uns halt selbst halt alles anpassen, was ich halt ziemlich gut finde, dass man das überhaupt kann. Genau. Ansonsten, ja, Polizeimenü etc. pp. Ist alles hier auf F6, ja. Könnt ihr euch natürlich auch ja, so auf einer anderen Taste so belegen, zur Not und so weiter und so fort, ja. So, hier unten haben wir noch, hier haben wir das Radio, also das Funk mit Alt und L, also links Alt, könnt ihr das Ganze dann, aber ihr könnt das natürlich auch, wie gesagt, alles selbst auf einer anderen Taste machen. Genau. Genau. Gut. Gut, Leute. Falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und ciao, ciao. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love